Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video erfahrt ihr, warum Instagram sich von IGTV verabschiedet und stattdessen ein neues Videoformat einführt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Instagram erklärt das Ende von IGTV und streicht das Format, doch die Plattform verspricht, dass es trotzdem weiterhin Videos im Langformat geben wird. Auf Instagram gibt es mittlerweile viele verschiedene Arten von Content. Videos können auf der Plattform als Story, Reel, IGTV und In-Feed-Videos geteilt werden. Bei längeren Videos gab es bei den Usern oft Verwirrung, da der Unterschied zwischen IGTV und In-Feed-Videos nicht ganz klar sichtbar gemacht wurde. Instagram selbst kündigte nun in einem Blogpost an, dass sie die beiden Formate mit einem neuen Feature namens Instagram Video ersetzen möchten. In ihrem Blogpost schrieben sie dazu: Ab heute kombinieren wir IGTV und Feed-Videos in einem Format, Instagram Video. Wir führen auch einen neuen Video-Tab in ihrem Profil ein, auf dem dieses kombinierte Videoformat zu sehen ist, damit die Leute leichter neue Videoinhalte entdecken können. Das neue Instagram-Format soll es also einfacher machen, längere Videos auf die Plattform zu stellen, aber auch Langformat-Videos zu entdecken. Die Art und Weise, wie Videos hochgeladen werden, verändert sich dabei nicht. Weiterhin werden Videos wie gewohnt hochgeladen, indem man auf das Plus-Symbol in der rechten Ecke klickt. Mit dem neuen Format kommen auch neue Features für Instagram Video dazu. Zum Beispiel soll es möglich sein, Videos vor dem Posten in der App zu schneiden und mit Filtern zu bearbeiten. Zusätzlich können andere User im Video markiert und der Ort hinzugefügt werden, an dem das Video entstanden ist. Instagram-Videos können nun bis zu 60 Minuten lang sein und direkt in den Feed gepostet werden. Die Vorschau im Feed bleibt dabei bestehen und ist 60 Sekunden lang. Wenn das Video jedoch als Ad benutzt wird, ist die Vorschau nur 15 Sekunden lang. Nach dem Posten können Instagram-Videos wie gewohnt in Stories und per Direct Message mit Freunden und Followern geteilt werden. Instagram führt außerdem einen neuen Button ein, unter dem Instagram-Videos zu finden sein werden. Im Profil wird dieser neben dem Reels-Tab sein. Beim Schauen des Videos kann dann der Fullscreen-Modus aktiviert werden, in dem einfach irgendwo auf das Video getippt wird. Zusätzlich wird auch eine Scrolling-Option eingeführt, wie sie bei Instagram Reels schon verfügbar ist. Scrollt man beim Schauen nach oben, werden immer weitere ähnliche Videos angezeigt. Für Creator werden übrigens die Feed-Post Insight und Video Insights miteinander verbunden, damit einfacher nachvollzogen werden kann, wie verschiedene Videos auf der Plattform performen. Was haltet ihr von Instagram Video und wie schätzt ihr die Chancen für längere Videos auf Instagram ein? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt an die Experten von eBakery wenden. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.